Lidl hat's mal wieder getan, kopiert ein absolutes Erfolgsmodell und bringt das Ganze zu einem Bruchteil des Preises. Das ist wohl der günstigste Gasgrill, den es momentan auf dem Markt gibt. Und das ist 1:1 das gleiche Konzept wie ein Scotty Gasgrill. Ein Scotty Gasgrill ist extrem beliebt im Outdoor-Bereich, aber auch im Campingbereich. Und das System ist im Prinzip ganz einfach. Man hat einen kleinen, kompakten Gasgrill. Das sind im Prinzip einfach Bleche, die man innerhalb von wenigen Sekunden zusammenstecken kann. Dann kommt eine Gaskartusche dran, eine kleine Gasflasche und man hat einen kleinen mobilen Grill. Das Ganze hat nur einen riesengroßen Nachteil. Das kostet so 160 bis 200 Euro. Ist also alles andere als günstig. Und da hat Lidl gesagt, man kopiert einfach mal das Konzept. Der Grill sieht wirklich völlig anders aus, aber das Konzept ist völlig identisch und bringt das Ganze für 34,90 Euro. Und ich weiß nicht, was du für Gasgrills kennst. Ich kenne keinen für 34,90 Euro. Und das habe ich einfach im Lidl Online-Shop gesehen, habe mir den bestellt, habe den gerade ausprobiert. Und das ist wirklich mehr als interessant, was ich euch jetzt zeige. Und eigentlich ist mein Kanal mehr dafür bekannt, dass ich euch zeige, wie man sich einen Grill selber baut, wie den hier zum Beispiel. Das gucken wir uns die Tage an. Aber als ich das im Online-Shop gesehen habe, da dachte ich, das muss ich unbedingt ausprobieren. Ich hatte eigentlich auf der Agenda, dieses Jahr einen kleinen Gasgrill selber zu bauen. Aber es ist im Prinzip sowas von günstig, da kann man sich das nicht selber bauen. Allein wenn man sich so einen Brenner kauft mit der Anschlussgarnitur, dann ist man ungefähr 20 Euro los. Und da muss man schon wirklich suchen, dass man das so günstig kriegt. Da hat man aber noch nicht die ganzen Edelstahlbleche, da hat man noch nicht die Tasche, da hat man noch nicht die feuerfeste Unterlage. Aber ich greife vor, wir gucken uns einfach mal den Grill zusammen an. Und als der Postbote heute Mittag das Paket gebracht hat, bin ich sofort in meine Werkstatt, habe das Ganze ausgepackt. Es ist im Prinzip diese kleine Tasche. Man packt das Ganze aus, man hat eine feuerfeste Unterlage dabei, man hat mehrere Edelstahlbleche. Ich war da auch erst skeptisch, ich habe es mir alles im Detail angeguckt. Es ist alles geschliffenes Edelstahl, steht auch so in der Beschreibung. Es steht nirgendwo, was es genau für ein Werkstoff ist. Es macht aber den Eindruck, dass es wirklich ein sogenannter V2A ist, also ein 1.4301. Es gibt immer diesen China-Edelstahl, der ist dann auch magnetisch. Hier kann man Magneten dran halten. Es ist so ganz leicht magnetisch, aber nicht richtig magnetisch, wie zum Beispiel hier so ein Tisch oder ähnliches. Das heißt, es deutet darauf hin, dass es wirklich so ein 1.4301 ist, also was sehr Langlebiges. Es ist eine Grillplatte, die ist 2 mm stark, der Rest ist aus Millimeter Edelstahlblech, sieht alles sehr sauber, sehr ordentlich verarbeitet aus. Und dann ist ein Gasbrenner dabei und der Gasbrenner hat dann noch eine Anschlussgarnitur. Und das war's im Prinzip. Und jetzt ist natürlich die erste Frage, wie komplex ist das Ganze aufzubauen? Das kann man wirklich ohne Bedienungsanleitung innerhalb von Sekunden zusammenstecken. Das ist so einfach, so selbsterklärend. Das Einzige, was man beachten muss, wenn man das erste Mal zusammenbaut, zusammensteckt, dann muss man den Gasanschluss noch lose lassen. Das heißt, den müsste ich immer lösen, wenn ich das Ganze hier aus dem Blech wieder raus haben will. Das ist das Einzige, was ich jetzt im ersten Moment beim Zusammenbau so ein bisschen bemängeln würde. Wäre schöner, wenn man den auch immer mit rausziehen könnte. Dann kann man nämlich den Brenner rausnehmen, kann alle Einzelteile einfach in eine Spülmaschine themen. Das kann ich so nicht, aber diese Seitenwand sollte sowieso nicht so dreckig werden. Also da muss ich ganz klar sagen, Zusammenbau und Qualität finde ich wirklich Hammer. Ich bin jetzt natürlich gleich mal in meinen Garten damit geschossen, habe mir ein paar wunderschöne Bratwürste geholt und habe diese 5 Grad Würste damit gegrillt. Habe den Grill wieder zusammengebaut, gemerkt, beim zweiten Mal geht es noch mal deutlich schneller. Scotty macht immer Werbung, dass man den Gasgrill innerhalb von 1 Minute zusammenbauen kann. Das kann man hier auch völlig problemlos. Jetzt ist natürlich die Frage, was man für ein Gas benutzt. Da gibt es diese kleinen Camping-Gaskartuschen, die sind relativ teuer. Darum nehme ich die seit Jahren nicht. Ich habe hier so einen kleinen Anschluss und dann kann ich entweder eine große Gasflasche anschließen oder ich habe auch eine kleine Gasflasche. Diese kleine Gasflasche kann man immer wieder befüllen, kann ich hier unter verlinken, hatte ich früher schon mal vorgestellt. Und dann kann ich mir immer eine kleine Gaskartusche wieder abfüllen. Das ist natürlich viel, viel preiswerter. Ich habe eine große Gasflasche, die nutze ich sowieso in meiner Werkstatt. Die nutze ich für meinen großen Gasgrill und dann kann man sich die immer wieder befüllen. Das ist natürlich umweltfreundlicher auf der einen Seite und auf der anderen Seite schont es natürlich unwahrscheinlich den Geldbeutel.
Dann können wir den Gasgrill anschließen, dann können wir den das erste Mal anzünden. Man kann hier ganz einfach dosieren, wie viel Gas hier rauskommt. Das hört man dann auch schön zischen. Ich bin jetzt natürlich erstmal aufs volle Programm gegangen und dann ist das auch relativ durchdacht. Das heißt, man hat unter dem Brenner hier so einen kleinen Schlitz und daran kann man das Ganze anzünden. Und dann merkt man wirklich, dass der wirklich innerhalb von Sekunden heiß wird. Also der entwickelt so eine Temperatur. Ich habe jetzt die ersten 3 Bratwürste draufgetan und die sind an den ersten Ecken gleich nach wenigen Sekunden schwarz geworden. Da habe ich gleich gemerkt, von wegen muss ich ein bisschen runter regulieren. Das kann man hier wirklich perfekt einstellen. Es ist natürlich immer schwierig, da die richtige Temperatur zu finden, weil man hier nicht irgendwo eine Skala hat von 1 bis 5 oder sowas. Aber im Prinzip tastet man sich da relativ schnell ran. Ich habe schon länger einen ähnlichen kleinen Gasgrill von einem anderen Hersteller. Der ist aber auch deutlich teurer als der hier. Kostet also auch keine 34,90 €. Hier hat man eine schöne große Grillfläche. Die ist ähnlich groß wie bei dem Scotty, ist also, ich glaube, um 5 mm weicht sie ab, zeigt also auch wieder, dass man sich wirklich daran orientiert hat. Man sieht an den Bildern, dass das Grillen wirklich super funktioniert. Also da gibt es in keinster Weise irgendwas auszusetzen. Ich habe jetzt einfach mal 3 von den Bratwürsten gegessen. Eigentlich wollte ich nur eine essen, aber die haben so gut geschmeckt. Die sind von einem regionalen Schlachter hier. Ganz tolle Qualität. Der macht leider zu, weil er keine Mitarbeiter mehr findet. Ne? Kann sich jeder so seinen Teil denken. Und da habe ich mal schnell 3 von verputzt. Und jetzt ist natürlich interessant, wie warm wird so ein Grill. Bei dem Scotty sagen viele immer, dass der nicht richtig auf Temperaturen kommt, dass man da nicht so richtig irgendwo mit grillen kann, weil er nicht so heiß wird. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe da einmal mit gegrillt. Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ich wollte es hier mal testen, was ich für Temperaturen hinbekomme. Habe hier so ein so ein Lasermessgerät von wegen. Das ist eigentlich relativ genau. Ich habe jetzt darauf geachtet, dass ich nicht in die Flammen messe, sondern wirklich auf die Grillfläche. Hier in diesem Seitenbereich komme ich immerhin noch auf um die 200 Grad und in dem ganzen mittleren Bereich hier komme ich auf Temperaturen 250, 270, teilweise bis zu 300 Grad, wenn der richtig eingeheizt ist. Man sieht das auch an den Anlauffarben. Also wenn man hier richtig Gas gibt oder so, dann hat man hier wirklich richtig gute Temperaturen. Und es ist natürlich immer so die Frage, findet man hier irgendwelche Kritikpunkte? Aber ich muss sagen, Alter, für 34,90 €, wenn ich da 170, 180 € ausgegeben hätte, dann hätte ich da auch nicht mal irgendeinen Kritikpunkt. Ich finde den sowas von genial. Meine Frau hat jetzt auch noch ein bisschen mit zugeguckt, hat auch noch eine Bratwurst gegessen, die war auch mehr als begeistert. Das Einzige, was man man sucht ja immer irgendwas, ist, dass wenn hier der warm wird, wie eben mit dem Flammentest, wo ich wirklich volles Programm den angemacht habe, dann geht er hier aus den Nasen raus, weil er so ein bisschen natürlich wie verzieht. Der hat sich hinterher aber wieder schön gelegt. Man sieht, das ist alles gerade. Man sieht, der ist standfest, der wackelt in die Richtung so ein bisschen. Das ist natürlich klar, weil er gesteckt ist. Aber ansonsten ist der extrem standfest. Den kann man hier auf die feuerfeste Unterlage stellen. Dann kann man den auf Holz stellen, auf den Glastisch, auf alles kann man den dann einfach draufstellen. Einfach auf den Fußboden und. Also eine sehr schöne Sache. Der ist jetzt auch nicht in irgendeiner Form verzogen. Das können wir hier auf den Schweißtisch packen. Sehen wir das hier auch. Das ist absolut gerade geblieben, ist also nichts verzogen. Lediglich, wo er warm war, ist er so ein bisschen hoch, dann ist er aus den Nasen raus. Die hätte man also so 5 mm höher konzipieren können, dann würde er da drin bleiben. Das wäre vielleicht so der einzigste Punkt. Aber ich sag mal so, für den Preis und wenn man dann so überlegt, was Edelstahl kostet, was das ganze Bearbeiten kostet, was das hier kostet, was so ein Brenner kostet, was so ein Schlauchgarnitur kostet, also das ist wirklich Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Dazu auch noch mal ganz kurz, das habe ich glaube ich eben vergessen, wenn man sowas mit so einer Gasflasche anschließen will, das ist hier der Anschluss für so eine Kartusche, dann braucht man auch hier diesen Gasanschluss. Das ist so eine normale Schnellkupplung und dann kann man in so eine Gasflasche gehen. Werde ich hier unter auch noch mal verlinken. Den Grill verlinke ich hier unter auch. Ich hatte lange überlegt, ob das überhaupt ein Thema für meinen Kanal ist, weil ich ja eigentlich mehr für das selber bauen da bin. Aber ich fand das Ganze so interessant. Ich werde den jetzt auseinandernehmen, werde die beiden Platten nehmen und die Platte hier, werde das Ganze einfach mal mit in eine Spülmaschine tun. Das werde ich dann hinterher oder vielleicht auch noch vorher mal gucken, einfach an der Satiniermaschine einmal überbürsten, dann sieht das wieder aus wie neu, dann sieht der ganze Grill wieder aus wie neu. So, ich hoffe, dieser kleine Tipp hat euch geholfen. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Aktion ist oder ob es die jetzt dauerhaft so günstig gibt. Ich weiß es nicht. Ich werde es hier unter verlinken. Gasflasche verlinke ich hier unter, den Anschluss verlinke ich hier unter. Und übergebürstet sieht das Ganze wieder aus wie
neu. Kann man auch mit so einer Reinigungsscheibe machen. Also wirklich eine schöne Sache von der Konstruktion auch. Jetzt werden mir viele hier unterschreiben. Bei Scotty kriegt man aber wenigstens Ersatzteile. Das wollte ich auch noch mal ganz kurz sagen. Ist aber so, hier kostet ein ganzer Grill fast wie da irgendwelche Ersatzteile. Das sollte man auch immer halt bedenken. Und der nächste Punkt ist von wegen, das ist eins der nächsten Projekte, das ich euch vorstellen will. Habe ich schon mal selber hier ausgebrannt. Das Ganze gibt es aber auch käuflich zu erwerben. Wer sich daran interessiert, der findet hier unter schon mal den Link. Das ist ein Schaschlik-Grill und ich freue mich schon, wenn ich den die Tage mit euch zusammen ausprobieren kann. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sommer mit unvergesslichen Grillabenden. Ich werde auf jeden Fall den hier regelmäßig einsetzen, weil der ist absolut genial.